Ich habe ja das Glück, dass ich zwar eine Behinderung habe und eine chronische Krankheit habe, aber dass man es mir nicht ansieht. Ich will halt auch nicht in Watte gepackt werden oder sonst was. Ich möchte einfach auch ganz normal wie jeder andere behandelt werden. Ich bin die Susanne und habe eine Tochter Alexandra. Und vor 9 Jahren kam die Diagnose, dass sie eine Niere braucht, eine neue. Es war ein mega Schock für mich. Ich bin die Alexandra, ich bin 27 Jahre alt und vor mittlerweile fast 9 Jahren hat mir meine Mama eine ihrer Nieren gespendet und hat mir damit das Leben gerettet. Ich erhoffe mir heute von dem Gespräch mit meiner Mutter, dass wir offen locker über unsere Geschichte reden, über unsere Beziehung, vielleicht Sachen erfahren, die wir davor noch nicht wussten. Das war mir schon so klar, dass du das sagst. Soll ich nicht drüber reden? Okay. Ich glaube, das ist mir dann doch zu emotional. Ja, vielleicht, dass man auch mal eben was Unausgesprochenes sagen kann. So, ich fange mal an. Was waren deine ersten Gedanken, als du erfahren hast, dass eine neue Niere gebraucht wird? Also ich war zuerst mal geschockt. Also man realisiert es halt irgendwie gar nicht so. Es ging ja alles relativ schnell. Ich kam dann ins Krankenhaus und dann relativ schnell war eigentlich klar, dass die Nierenwerte halt viel zu hoch sind. Und dann war ja auch schon eine Woche später schon die Diagnose, dass ich eine neue Niere brauche oder dass entweder halt Dialyse oder Transplantation die einzige Möglichkeit sein wird. Und dann ist man schon eher geschockt und einfach erst mal getroffen davon und weiß irgendwie gar nicht, was auf einen zukommt. Ich werde nie den Tag vergessen, wo ich heimgefahren bin vom Krankenhaus, wo die Ärzte zu mir gesagt haben, ihre Tochter braucht eine neue Niere. Überlegen Sie sich, ob Sie oder ein Mann bereit wären zu transplantieren. Man geht dann heim, man ist irgendwie in so einem Film. Ich wusste eigentlich gar nicht so genau, was eine Niere, die Funktion von einer Niere. Ja, stimmt. Da hat man sich erst mal reingelesen, hat dann natürlich schnell gemerkt, man hat 2, man kann aber gut mit einer leben. Und davon sind wir immer ausgegangen, dass es bei uns dann klappt, dass du meine annimmst, also dass der Körper die annimmt und dass ich mit einer gut weiterleben kann. Was war für dich der emotionalste Moment in der Transplantationszeit? Für mich war der emotionalste Moment an dem Tag, wo die Transplantation war und dann natürlich du zuerst in den OP gebracht wurdest und ich dann noch mit dem Papa alleine auf dem Zimmer war und eigentlich nur noch gewartet habe, bis ich auch endlich abgeholt werde. Und das war einfach, da ging die Zeit überhaupt nicht vorbei. Also das war gefühlt, ist die Zeit stehen geblieben und da war halt so die Angst groß, was passiert und was passiert jetzt gerade mit dir und wird alles gut gehen. Deswegen fand ich das schon ziemlich emotional. Ich werde das nie vergessen, wie man mich damals durch den Gang geschoben hat. Und dann oben in so einem großen Display, das hast du ja nachher dann auch noch erzählt, da stand dann auf dem großen Display stand dann drin, welcher OP-Raum. Transplantation stand da dann halt. Das war alles so grau und so, alles so metallic und dann muss man auf so ein Bett, wird man auf so ein anderes Bett gelegt da so. Ja. Also wo ich dann aufgewacht bin, und du dann halt ins Zimmer geschoben wurdest und mir wurde dann gesagt, es ist alles gut gegangen. Ja, da habe ich auch eher noch geschlafen und alles nicht so mitbekommen, deswegen war es für mich eher davor. Ja. Es gibt eine Frage, die ich meiner Mutter vielleicht mal stellen würde, tatsächlich, ob sie es jemals bereut hat, mir die Niere zu spenden, auch wenn ich nicht glaube, dass sie ja sagen wird, aber vielleicht, ob sie überhaupt mal darüber nachgedacht hat, ob das die richtige Entscheidung war. Ich habe das nie bereut. Wirklich nicht. Wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder tun. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn es nicht so funktioniert hätte, aber ich kann ja super damit leben. Also. Aber hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, so, ob es direkt so... Nein, gar nicht. Ich würde auch jedem anderen meine Niere spenden, oder hätte gespendet. Also wenn jetzt aus einem Bekannten- oder Verwandtenkreis kommen wäre. Aus der Familie oder so, jemand anderes. Oder so Obergroßspende zum Beispiel. Also nee. Das fand ich irgendwie ein bisschen überraschend. Also eigentlich jetzt nicht unerwartet, aber wo sie einfach gesagt hat, ich hätte auch jedem anderen die Niere gegeben. Schön eigentlich zu hören, weil das zeigt ja auch, dass ich das jetzt irgendwie nicht nur für mich gemacht hätte, sondern auch so... wie sagt man, so eine Nächstenliebe hat, dass sie jetzt auch das jedem anderen irgendwie auch das Geschenk gegeben hätte.
Wann und mit was bin ich dir mal so richtig auf den Keks gegangen? Ja, also in Bezug auf die Transplantation auf jeden Fall dann danach, immer wenn es hieß, hast du deine Tabletten schon genommen und hast du sie jetzt genommen, hast du sie nicht genommen? Ich so, hab sie doch genommen, hast du es nicht gesehen? Und aber auch, wenn es dann darum ging, man darf nach der Transplantation am Anfang vor allem nicht alles essen. Also gerade so was Obst und so angeht, muss man alles besonders gut waschen und so. Und wenn es dann halt hieß, so ja, keine Ahnung, der Salat muss jetzt 5-mal gewaschen werden, wo ich mir immer dachte, man muss auch übertreiben. Oder auch, ja, man musste auch nach Transplantation halt allgemein auf die Infektionsgefahr halt auch achten. Und dann musste ich viel mit Maske und so rumlaufen. Und dann, ja, war das mir immer so unangenehm. Und ich wollte gar nicht mit Maske aus dem Haus. Und die Mama dann immer, ja, doch, zieh jetzt die Maske auf. Und oh, das ging mir schon ein bisschen auf den Keks. Also ich denke, manchmal versteht sie mich nicht, wenn ich so oder streng zu ihr bin. Die Mutter versucht ja immer alles das Beste, dass ihrer Tochter am besten geht. Das versteht man vielleicht erst, wenn man selber Kinder hat oder wenn man selber ja in der Situation ist wie ich. Ja. Oh, schön. Das war unser, also sieht man eine Kerze auf dem Kuchen, das war unser erster Nierengeburtstag. Also wir feiern jedes Jahr den Tag der Transplantation. Das ist immer so ein Fest, wo wir halt einfach nochmal an den Tag zurückdenken, gemeinsam eben feiern, dass wir uns da, ja, dass die Mama mir da ihre Niere gespendet hat, ich da ein zweites Leben geschenkt bekommen habe. So wie man ja Geburtstag auch feiert, weil man da auf die Welt gekommen ist. Und ja, das war der erste Geburtstag. Das war eigentlich besonders auch, weil eben das erste Jahr nach Transplantation auch immer ein bisschen heikler ist, gerade wegen Infektion und auch die Abstoßungsgefahr einfach am größten ist. Und ja, ich würde sagen, da haben wir schon ziemlich viel durchgestanden, aber so das Gröbste hinter uns gebracht. Deswegen ist der erste Geburtstag auch nochmal was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und nächstes Jahr wird dann 10-Jähriges gefeiert. Da genau. freue ich mich schon drauf. Die erste Runde Geburtstag. Also ich habe das Gefühl, dass die Mama mich manchmal nicht versteht, wenn ich meine Geschichte halt eher für mich behalte und das nicht direkt Leuten erzähle, wenn ich sie neu kennenlerne. Und das fällt mir halt aber schwer und sie denkt halt wahrscheinlich, das ist so ganz einfach, das zu erzählen. Aber bei ihr wissen das halt alle Leute eigentlich, also die ganzen Freunde im Freundeskreis wissen es halt. Und ich bin halt in einer Situation oder in einer Lebenssituation in einem Alter, wo man halt schnell noch neue Leute irgendwie kennenlernt und dann ist es halt immer schwierig, dann ja, das zu erzählen. Ja, man möchte auch halt nicht einfach, wenn man neue Leute kennenlernt oder so, sagen, ja, hier, ich bin die Alexandra und ich bin nierentransplantiert oder so. Weil man möchte irgendwie auch als normaler Mensch gesehen werden. Also ich denke, ich habe ja das Glück, dass ich zwar eine Behinderung habe und eine chronische Krankheit habe, aber dass man es mir nicht ansieht. Nicht direkt halt so einen Stempel zu bekommen. Und ich will halt auch nicht in Watte gepackt werden oder sonst was. Ich möchte einfach auch ganz normal wie jeder andere behandelt werden. Verstehe ich. Ja, also wie du sagst, man sieht es dir ja nicht an. Ja. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn jetzt jemand, sag jetzt mal, ein amputiertes Bein hat, das sieht man natürlich. Dann sagt jeder, oh, der Arme, der kann es wahrscheinlich nicht mehr hören. Der wäre wahrscheinlich froh oder ist froh, wenn er eine lange Hose anziehen kann, sieht es nicht. Könntest dann verstecken, du versteckst es immer, bei dir sieht man es nicht. Und ja, da musst du, und das habe ich vielleicht jetzt auch erst in den letzten paar Jahren gelernt, da musst du selber deinen Weg finden. Mir fällt es besonders schwer, mit Alexandra darüber zu reden, über das Thema Kinderwunsch. Sie hat es schon ein paar Mal zwar angesprochen, es ist aber schwierig für Leute, die transplantiert sind, Kinder zu bekommen, weil sie sehr viele Tabletten, die Immunsuppressiva nehmen müssen. Und man weiß auch nicht in der Zukunft, wie es ja mit ihr weitergeht. Das Thema ist für uns immer, es steht immer so ein bisschen im Raum. Das war mir schon so klar, dass du das sagst. War das jetzt gemein? Ja. Okay. Ja, aber das ist viele, glaube ich, auch nicht bewusst, dass es ja gar nicht so einfach ist. Ja, klar, deswegen wäre das dafür jetzt auch gut, aber ich glaube, das ist mir dann doch zu emotional. Ja, kurz Pause, so sieht das ja. Wir machen Pause. Also das Thema Kinderwunsch ist tatsächlich eher ein schwieriges Thema, weil allgemein, also mit den Tabletten, die man nimmt oder die ich jetzt speziell nehme, kann man so direkt nicht schwanger werden, weil das halt zu Fehlbildungen führen kann. Das heißt, man müsste halt zuerst mal die Tabletten umstellen. Und
ja, an sich weiß man halt auch nicht, wie die Niere das dann so durchmacht alles. Und deswegen ist es immer ja, ein schwieriges Thema, über das man sich gut informieren sollte davor und auch in enger Absprache mit den Ärzten. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall alles noch gut durch den Kopf gehen lassen. Wie kommst du damit klar in deinem Umfeld, also mit deinen Freundinnen oder bei der Arbeit? Ja, es ist schwierig, vor allem, wenn man halt in ein Alter kommt, wo viele schwanger werden oder das halt einfach auch viel Thema wird, weil das irgendwie so in der Gesellschaft so verankert ist, dass man halt, wenn man gegen 30 geht, dann halt auch so in die Zeit kommt, wo man dann halt so langsam über den Kinderwunsch nachdenkt und hat auch Kinder, viele im Freundeskreis dann bekommen. Und das fällt mir dann schon schwer, auch darüber zu reden und aber auch halt mit dem Druck von außen auch umzugehen, weil man halt jedes Mal auch wieder daran erinnert wird. Mhm. Und viele halt auch einfach nicht wissen, was das beim auslöst, wenn man so kleine Dinge halt einfach anspricht. Ja, also über das Thema Kinderwunsch zu reden war schwierig für mich, weil ich halt auch weiß, dass es, glaube ich, sie auch interessiert, wie das so bei mir weitergeht in dem Thema. Aber es halt für mich einfach auch aktuell schwierig ist, darüber zu reden. Ja, es war jetzt schon für mich eine Erleichterung, dass man da mal wieder drüber redet, über den Kinderwunsch. Mich hat es bloß ein bisschen leid getan, dass es so berührt hat. Wie siehst du deinen Gesundheitszustand in 10 Jahren? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil einerseits man überlegt sich ja schon, was die Zukunft so bringt. Also auch, wie geht's weiter? Wie entwickelt sich der Gesundheitszustand? Wie geht's mit der Niere weiter? Andererseits will man irgendwie auch gar nicht so viel sich Gedanken machen, was in 10 Jahren sein wird, weil man versucht ja immer, das Hier und Jetzt zu genießen und solange die Niere noch gut funktioniert, irgendwie alles mitzunehmen. Aber natürlich macht man sich schon Gedanken. Also, wenn man ehrlich ist, die Niere wird, ob sie noch 10 Jahre hält, kann man nicht pauschal sagen. Aber dann wäre es 20 Jahre und das wäre schon, würde ich sagen, ziemlich gut. Und ja, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass sie noch 10 Jahre hält. Deswegen macht man sich dann schon Gedanken. Was macht man dann? Transplantiert man nochmal? Zum Beispiel halt auch wieder Lebensspende vom Papa oder wer auch immer. Oder sagt man halt, okay, ich gehe doch mal auf die Warteliste. Ist halt die Frage, da würde man halt sicher auch noch mal so 8, 9, 10 Jahre warten und sagt halt doch, okay, ich gehe mal an die Dialyse. Ja, da werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben jetzt, bis ich dann irgendwann tot umfallen, nicht dran vorbeikommen. Deswegen, ich denke, Dialyse wird auf jeden Fall noch ein Thema werden. Und deswegen, man informiert sich natürlich dann auch schon ein bisschen drüber. Aber 10 Jahre ist eine lange Zeit. Also. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich finde 10 Jahre ist schon eine lange Zeit. Wenn ich jetzt dran denke, dass es jetzt 9 Jahre her sind, dass wir transplantiert haben. Ja, dann geht es nächstes Jahr unsere 10 Jahre haben. Ja, aber das ging doch jetzt auch schnell, die 10 Jahre. So schnell werden die anderen 10 Jahre halt auch kommen. Was wolltest du mir schon immer mal sagen? Dass du eine ganz tolle Mama bist und ich froh bin, dich zu haben und du immer für mich da bist und ich dir alles erzählen kann. Und natürlich, dass du mir zum zweiten Mal auch das Leben natürlich geschenkt hast. Das ist natürlich noch viel wertvoller, dass du meine Mama bist, weil du mich eigentlich 2-mal auf die Welt gebracht hast. Schön. Und ich will auch noch mal sagen, dass ich, wie gesagt, stolz auf dich bin. Wie du das alles meisterst und ich hoffe, dass es weiter so geht und für die Zukunft einfach alles Gute. Danke.